So, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und wer hier öfters Gast ist, der kennt das Tool, was wir vor 2 Monaten rausgebracht haben, EML to PDF Converter. Gibt es jetzt in der Version 1.02, ist 100% paperless kompatibel und integrierbar, vollautomatisch und auch mit anderen Digital-Dokument-Management-Systemen verwendbar. Du kannst das Tool natürlich auch alleine laufen lassen und dir trotzdem deine E-Mail-Dateien inklusive aller Anlagen direkt in ein einziges PDF ausgeben zu lassen, inklusive aller Anlagen. Das ist der Trick an der Geschichte. Das heißt, dieses Tool nimmt deine E-Mail-Datei, konvertiert sie inklusive aller Anlagen und macht dir daraus ein einziges PDF mit Trennseiten und so weiter, dass es auch rechtskonform verwendbar ist. Unser EML-to-PDF-Converter-Tool ist GDBO-kompatibel und auch mit den anderen europäischen Systemen oder konform einrichtbar. Unsere Paperless-Reihe hat mittlerweile Dimensionen erreicht, die sind abartig. Ich habe aufgehört, die Artikel einzeln aufzulisten. Ich habe hier euch einen Hinweis reingeschrieben. Ihr könnt hier einfach auf Suchen klicken, hier Paperless reinschreiben. Machen wir doch mal schnell. Und schon kriegst du alles zu Paperless angezeigt, was du haben möchtest. Ja, ist wunderbar, kriegst du alle Artikel, das ist ein Haufen Zeug, wirklich ein Haufen Zeug. So, dann aber mal zurück zu unserem Tool. Wie gesagt, es läuft auf Docker-Container. Ich schalte mal ganz kurz hier rüber auf GitHub. Hier ist es published, hier könnt ihr die Container auch pullen. Habe ich euch auch im Artikel, den ich euch gerade gezeigt habe, schon verlinkt. Da kommt ihr direkt hier hin. Und hier steht auch nochmal eine ausführliche Beschreibung drin, was unser Tool denn so alles macht. Dann haben wir jetzt die Version 1.02. Wir haben das Layout in dieser Version verbessert. Wir haben eine komplett überarbeitete Ausgabedatei, das Layout geändert, damit es einfach ansprechender und schöner ist. Bin damit auch sehr zufrieden. Dann haben wir einen Bug behoben, der bei der Version 1.01 dazu geführt hat, dass teilweise die Container neu gestartet haben. Und was wir bei 1.01 schon eingeführt haben, bei der 1.02 natürlich jetzt auch beibehalten haben, ist, wir haben eine ARM-Version, ne? Arch, also die könnt ihr hier einsetzen für Raspberry Pi, 4er, 5er, Apple, Silicon, M1, M2, AWS, Gravation und so weiter, das geht super. Und die x86 natürlich für Server, Desktop, NAS, Synology, QNAP, Tuners und so weiter. Hier sind auch nochmal die ganzen Dinge zusammengeschrieben, wir bleiben aber einfach auf unserer Homepage, da steht das auch alles ganz schön. Habe ich es nochmal ein bisschen ausführlicher zusammengestellt. Stellt euch das ganze Tool auch solches noch einmal vor. Die Änderungen halt auch noch einmal. Also wie gesagt, die Startprobleme, die Plattformerweiterung x86 und ARM, ein komplett überarbeitetes Layout. Dann, was unser Tool alles konvertieren kann und bis jetzt konvertiert. Dann die Aufstellung, welche Image-Dateien das du brauchen kannst. Das ist die Image-Datei, die du hier in der Docker Compose quasi dann einsetzen würdest, um ein x86-System zu haben. Wenn du ein ARM hast, machst du halt hier die Raute davor und nimmst hier die Raute raus, dann bist du auf ARM-Version. Es ist wirklich super einfach zu konfigurieren, du wirst begeistert sein, es geht zacki zacki und es ist ganz schnell gemacht. Hier musst du dann noch ein bisschen Einstellungen machen, das ist aber nicht viel, das kannst du eigentlich alles so übernehmen, deine Zeitzone, Europa, Berlin, Zürich, Schweiz, was immer du halt haben willst. Und der Log-Label, der ist auf Info, den würde ich einfach auch so belassen, solange du nichts anderes brauchst. Hier hast du die Volumes und hier gibt es eigentlich nur eins zu beachten, das Import. Da stellst du deine EML-Dateien ein. Das heißt, du speicherst einfach deine EML-Datei auf der Festplatte in diesem Verzeichnis als EML-Datei. Und dann wird das vom Programm automatisch im entsprechenden Zeitrahmen, den du konfigurieren kannst, abgearbeitet. Und wenn du das hier konfiguriert hast und Paperless benutzt, sorgt dafür, dass die Datei dann in das Consumer-Verzeichnis vom Paperless ausgegeben wird, was Paperless dazu veranlasst, dieses Dokument zu konsumieren und in seiner Datenbank einzubinden. Dann werden die Dateien natürlich auch archiviert, Error wird extra abgelegt, hier findet ihr auch nochmal eine Log-Datei und wir haben unsere Config Johnson, wo wir noch einiges belegen können. Das ist alles nochmal schön genau hier beschrieben. Ich habe euch auch nochmal die Log-Levels hier aufgegeben, was ihr da alles einstellen könnt, wenn ihr das haben möchtet. Und die Configuration sieht dann so aus. Wir haben also einen Separator Text. Das ist, die Trennseite wird mit dem E-Mail-Kopf abgedruckt, von wem an wem, mit Betreff und Datum.
Und darunter kommt Anlage Nummer 1 und dahinter der Name der Anlage. Und dann bei der nächsten Anlage kommt wieder eine Trennseite mit der Anlage 2 und wieder der Name der Anlage. Das kannst du hier einstellen und das hier ist der Pollintervall, wie oft EML to PDF das Importverzeichnis dann einscannen soll. Dann Separator Page habe ich eingeschaltet, kannst du auch ausschalten, wenn du das nicht möchtest. Dann das Archiv, wie lange das gepflegt werden soll, 30 Tage. Dann haben wir eine Maximum Log Size von, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, ja, also knapp 1 Megabyte und Maximum Backups 5. Wenn du GDPR-konform arbeiten möchtest, musst du die 5 natürlich hochschrauben auf unendlich, ist klar. Ist aber auch noch einmal hier alles genau Parameter beschrieben, was du hierfür einstellst, welche Auswirkungen das es für dich hat. Aufbewahrungszeit für Archivdateien habe ich 30 Tage eingestellt. Naja. Habe es auf dem Schulungssystem konfiguriert, diese Config-Sys, die ich euch da mitgegeben habe. Und deshalb hat diese Config Johnson jetzt halt hier ein bisschen komische Werte drin. Du musst es dir einstellen. Also von daher gesehen denke ich nicht, dass du daran scheitern wirst. Und dann eben noch deine Zeitzone beachten. Die Zeitzone ist in dem Fall wichtig wegen den Ortszeiten. Die E-Mail und die E-Mail-Headers werden mit Datum und Uhrzeit angegeben, inklusive der Timezone, ne? Damit das auch international gültig ist. So, nochmal Zusammenfassung der Logdateien und ein kurzer Lizenz- und Haftungsausschluss, Kurzfassung. Den Rest findet ihr wieder bei GitHub. Wenn du dieses EML-Tool für Paperless komplett einrichten willst, findest du hier nochmal einen ganz ausführlichen Artikel, wie du Paperless Add-on EML to PDF verbindest und einrichtest. Also wie gesagt, es ist sehr schön einfach. Es ist im Prinzip nichts anderes, als was ich dir gerade schon hier oben hier gezeigt habe. Dann ergänzt du das eben einfach nicht eigenständig für sich, sondern ergänzt das halt in der Docker Compose, wo dein Paperless dann konfiguriert und gestartet wird. Dann kannst du das da integrieren und dann hast du eigentlich auch schon die ganze Miete gemacht. Es ist wirklich super easy gehalten, deshalb ist es auch relativ fehlerfrei. Wir haben auf GitHub in Zeit der Version 1.0.0 ein Problem gemeldet bekommen, und zwar war, dass es kein ARM gibt, aber ARM-Plattform steht jetzt, wie gesagt, auch zur Verfügung. Okay, dann wollen wir uns natürlich noch ganz kurz eine konvertierte PDF-Datei mal anschauen, wie das vom Layout her aussieht. Und ihr seht also schon, also von an ist wirklich dargestellt, okay, das bin jetzt beides ich, aber ihr seht am Namen, dass unterschiedliche E-Mail-Adressen sind. Ihr habt das Datum hier drin stehen, UTC-Format ist mit angegeben, ihr habt den Betreff. Dann habe ich diese E-Mail erstellt mit einer Nachricht von meinem Privilege Visa, ist aber kein Problem. Die habe ich natürlich weitergeleitet, da steht jetzt dann der ganze Kopf nochmal drin, darum scheint es jetzt hier doppelt. Das ist das, was du archivierst oder reinstellst, wird halt so konvertiert. Ne? Links sind dabei, ist alles dabei. Ihr seht ja auch leicht die Schattierungen, die Formatierungen, die Sonderzeichen, das ganze Geschnitter ist alles mit dabei. Bilder sind natürlich auch mit, die sind auch mit konvertiert. Ja, alles, also das ist wirklich klasse gemacht, das ist wirklich super geworden. Und dann kommt hier noch der Absatz am Ende der E-Mail. Dieser E-Mail enthält 4 Anlagen. Das geht jetzt dann hier los. Ja, da haben wir wieder unseren E-Mail-Header, den wir auch am Anfang gesehen haben. Und dann hat jetzt drunter stehen Anlage 1, OKX, Earn, Number-Datei, also eine Apple-Kalkulationssheet-Datei. Kalkulationssheets-Dateien sind natürlich immer so ein bisschen extravagant, die können ganz schön verhauen durcheinander sein, weil man sie nicht richtig verarbeiten kann. Das ist, also da empfiehlt sich immer eine, was heißt empfiehlt sich immer eine, oft kriegt man die Dateien ja auch einfach geschickt, darum hat man erst per E-Mail bekommen. Also müsst ihr den auf der anderen Seite einhalten, dass er für Tabellenkalkulation einen Druckbereich festlegt und diesen dann ausgibt. Dann habt ihr ein sauberes Dokument. Ansonsten wird das hier automatisch konvertiert, das heißt also Page 1, das ist so mal die erste Runde. Und dann mal Page 2, das ist also die zweite Runde. Ja. Und dann haben wir hier wieder einen E-Mail-Header, dann haben wir hier Anlage 2, Teil, mystische Herrscher aus dem All, das ist Pages, also Apple Textverarbeitung. Das asiatische Volk der Thai, mystisch Herrscher Thai aus dem Weltraum. Ja, das ist eine gute Frage, haben wir bis heute noch nicht so wirklich rausgekriegt.
Aber du siehst jetzt auch hier nochmal, das möchte ich auch noch ganz kurz zeigen, hier oben ist auch nochmal eine Kopfzeile, eine kleine, die jetzt die Anlagen auch nochmal durchgeht. Anlage 2 Teil, mystische Geist aus dem All, Seite 1. Also da ist auch nochmal hinterlegt, damit ihr da wirklich auch nicht durcheinander kommt und Ordnung habt. Und dann ist die erste Seite abgeschnitten, weil wir hier ein großes Bild drin haben. Ja, da können wir es noch durchscrollen, das ist wunderschön alles. Also mir gefällt es wirklich sehr gut, es ist wirklich sehr gut geworden und wie gesagt, Apple-Dateien konvertiert ja auch nicht jeder Mensch und Paperless ist von Apple-Dateien eigentlich gar nicht so begeistert. War auch mit ein Grund, warum ich mich an dieses Tool rangemacht habe. So, dann kommt wieder unser Header und da kommt der nächste Block hier. Also ihr seht es sind alles Testdateien, also ihr braucht jetzt hier nicht, ich habe jetzt hier keine reellen Werte drin, hier steht 0,00, also könnt ihr alles erden. So, dann haben wir hier Discovery, da ist nochmal ein JPEG-Datei dabei und die wird auch einwandfrei konvertiert. Da sie nicht Bestandteil eines Dokuments ist oder einer E-Mail ist, wird die natürlich Standard-Komplettbreite umgesetzt und damit ist unsere Vorschau dieser PDF mal beendet. Ich finde also wirklich ganz schöne Lösung, schaut wirklich gut aus und man kann wirklich damit anfangen. Anlage 4, Discovery 2 auf 2, also wie gesagt, wenn ihr die Trennseite abschaltet, dann habt ihr immer noch oben hier eine Dokumentenangabe mit drin. Frage ist, was dir taucht, ist, wir haben es halt so eingebaut, damit es konform ist für GDBO und sind auch so mit dem Ergebnis zufrieden. Das soll es für diesen Beitrag auch gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, würde ich mich am Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich die Videos natürlich in meiner privaten Freizeit für euch. Und wenn du das gut findest, was ich hier tue, zum Beispiel hier so ein Programm entwickeln und ein Tool entwickeln, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal unterstützt. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung oder auch auf der Homepage und bei GitHub. Da sind die alle nochmal verlinkt. Solltest du dennoch irgendwelche Probleme haben mit deinem PC, mit deinem System nicht klarkommen, mit dem hier gezeigten nicht klarkommen, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Ein weltweiter remoter Dienstleister, da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Abos, ohne Ecken, Haken und Ösen, Auftrag gegen Rechnung und gut ist das. Bei uns muss man sich nicht einmal online registrieren, das kann man nämlich gar nicht, weil man halt man nichts von. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, wir überlassen das Registrieren der EU und bis zum nächsten Video.